Alle Property-of-Artikel der WBG Pooling und der LRM Pooling sind smart. Das heißt, sie haben eine eigene eindeutige Nummer. Sie haben sozusagen einen Namen. Diese Nummer folgt einem Standard der GS1. Das ist eine sogenannte Gray. Diese Nummer sagt uns auch was. Hier die 8003 ganz vorne sagt uns, das ist eine Mehrweg-Transportverpackung. Die 04057 sagt uns, diese Box gehört der WBG Pooling. Innerhalb der Artikel der WBG Pooling hat dieser Boxentyp, die Big Box Rot, die Nummer 09. Damit wissen wir sozusagen den Familiennamen dieser Box. Der Vorname, der sie wirklich eindeutig macht, sind die Stellen hier hinten, die 56170. Gibt es weltweit nur einmal, das heißt, damit ist sie eindeutig identifizierbar. Viel wichtiger ist, dass man diese Nummer auch technisch lesen kann. Dazu gibt es diesen Barcode oder diesen Data Matrix Code, der auch doppelt redundant vorhanden ist, und ein RFID-Tag. Das ist ein sogenanntes In-Mold-Label. Das heißt, bei der Produktion wird dieses Label ins Werkzeug eingelegt, bevor der heiße Kunststoff dagegen gespritzt wird, bilden eine unlösbare Verbindung und damit kann man dieses Label nicht mehr entfernen. Jeder Hochdruckreiniger zur Etikettenreinigung würde hieran scheitern. Die Label an jedem smarten Ladungsträger sehen ein bisschen anders aus. Am Ende ist es aber egal, Sie sagen über den Barcode oder den RFID-Code oder den Data Matrix Code Ihre Gray. Das ist eine RFID-Tag, wie er so oder ähnlich in den Ladungsträgern verbaut ist. Er besteht aus einer Antenne und einem Chip in der Mitte. Die richtigen Funkwellen regen den Chip an, ständig seinen Namen, also die Gray, die Nummer, zu senden. Sobald die Box mit dem RFID-Tag durch das Gate fährt, wird der Chip angeregt und die Nummer wird erfasst. Wir steuern unsere Prozesse mit smarten Ladungsträgern, zum Beispiel Wareneingang und Ausgang, die Erfassung von Beschädigungen oder Reparaturen mit mobilen Geräten. Ich habe hier einen Warenausgang geöffnet. Wir sehen hier die Auftragsnummer und dahinter stehen den Empfänger dieser Ladung und auch das Kennzeichen. Wenn der Stapel durch das Gate bewegt wird, startet der Bewegungsmelder den Scan und wir sehen hier Anzahl und Artikel. Wir sehen auch, wir brauchen keinen Sichtkontakt zum RFID-Tag, das geht ohne Sichtkontakt und wir sehen, dass wir die Geschwindigkeit bei der Beladung nicht abbremsen müssen. Das hält den Prozess nicht auf. Das funktioniert auch mit 60 Paletten gleichzeitig auf der Gabel. Das alles ist natürlich nicht neu, das ist bewährte Technik seit vielen Jahren. Wir kennen das alle von der kontaktlosen Bezahlung mit EC-Karten. Auch im Bereich der Mehrwegladungsträger ist das bewährte Technik, die sich leicht installieren lässt. Die Prozesse können leicht aufgesetzt werden. Wir helfen gerne dabei. Robuste RFID-Technik geht auch in klein. Wir haben hier einen RFID-Handscanner, der das gleiche tut wie ein RFID-Gate, nämlich RFID-Tags lesen. Kann also in Sekundenschnelle Inventuren in meinem Lager durchführen. Kann auch genau sagen, wo der RFID-Tag in einer Box steckt. Ich scanne jetzt hier und sehe, genau da ist er im Fuß, sicher verbaut. Kann auch einen bestimmten Ladungsträger, also seinen RFID-Tag finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen hier suchen will, Locate Tag, sagt er mir, aha, genau da ist er. IoT-Technologien sind im Vergleich zu RFID noch relativ neu, aber sie haben viel Potenzial für die Zukunft. Zusammen mit unseren Partnern entwickeln wir hier die entsprechenden Lösungen. Perspektive könnte zum Beispiel die automatische Buchung sein über sogenannte Geofenster. Dazu braucht man sogenannte Tracker wie diesen hier, die im Ladungsträger verbaut werden. Da ist eine Batterie drin, die mehrere Jahre hält, ein bisschen Elektronik und über GPS sagt dieser Tracker immer, wo er genau ist. Sensordaten werden übertragen, wie zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Erschütterung, wichtig für den Lebensmitteltransport. Das Ganze wird empfangen über das Mobilfunknetz, das heißt, wo wir Handyempfang haben, ist auch dieser Tracker online. Interessant ist auch dieser kleine Tracker hier, der hat keine Batterie, ist ähnlich wie ein RFID-Chip, empfängt also seine Energie über die Funkwellen in der Umgebung, meldet dann auch seine Nummer, seinen Namen, aber eben auch seine Position, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Er kann uns auch melden, ob diese Box hier voll ist oder leer. Für die Kommunikation mit den Kunden haben wir das Kundenportal. Die Kunden können Aufträge für die Leergutbestellung oder Freistellung erstellen, Ausgänge melden, Eingänge bestätigen, die Transaktionen abrufen oder den Monatsabschluss elektronisch durchführen. Als Benutzer kann ich zum Beispiel einen Auftrag für die Kunden eingeben, für die ich freigeschaltet bin, also auch mehrere. Ich kann den Pooldienstleister und die Anlieferadresse auswählen. In diesem Beispiel brauche ich die Paletten frühestens am 23., spätestens am 26. Die Anlieferung muss vor 14 Uhr erfolgen. In meinen Vorlagen ist ein Zug mit 990 KHP Paletten hinterlegt. Fertig.
Profitieren Sie von unseren smarten Ladungsträgern und den damit möglichen Prozessen und sprechen Sie uns an.